Hallo liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute lade ich euch ein, diese wunderschöne Jacke mit mir zu häkeln. Es ist gar nicht schwer und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Mithäkeln. Für diese Jacke nehme ich so einen Bobbel, der heißt Hurricane. Er hat 200 Gramm und 350 Meter Lauflänge, ist von hobby.de und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Ich brauche für das Rückenteil in Größe 40x42 ungefähr 54 cm Breite. Ich habe mir ausgerechnet, ich brauche 89 Luftmaschen. Es muss eine ungerade Maschenzahl sein. Und ich häkle jetzt locker 89 Luftmaschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Die letzten zwei sind sozusagen Wendeluftmaschen. Ich mache einen Umschlag und steche in die dritte Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein und häkle ein halbes Stäbchen. Und häkle in jede Luftmasche, die jetzt kommt, ein halbes Stäbchen und wir müssten 87 halbe Stäbchen erhalten. Diese zwei Luftmaschen zähle ich nicht mit, also 87 halbe Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 87 halbe Stäbchen gehäkelt und ich wende jetzt die Arbeit. Beginne wieder mit 2 Luftmaschen. Die zähle ich jetzt nie mit. Die zählen also nicht als halbes Stäbchen, sondern nur um in die Höhe zu kommen. Und häkle wieder. Ich beginne gleich beim ersten halben Stäbchen. Und häkle wieder 87 halbe Stäbchen retour. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder 87 halbe Stäbchen gehäkelt bis ins letzte halbe Stäbchen. Diese 2 Luftmaschen, die beachte ich nicht. Also da kommt kein halbes Stäbchen hinein. Wir wenden wieder, starten wieder mit 2 Luftmaschen und gleich in die erste Masche ein halbes Stäbchen und ich häkle wieder 87 halbe Stäbchen und das Ganze mache ich diese Reihe und noch 2 weitere Reihen, sodass wir insgesamt 5 Reihen halbe Stäbchen haben und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 5 Reihen halbe Stäbchen gehäkelt. Das Ganze sieht jetzt so aus und jetzt beginne ich mit dem Muster. Wie gesagt, es braucht eine ungerade Maschenzahl. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle in die nächste Einstichstelle eine Büschelmasche, das heißt, ich hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, hole einen Umschlag, hole den Faden ein zweites Mal durch, hole einen Umschlag, hole den Faden ein drittes Mal durch, masche alle gemeinsam ab und masche dann noch die letzten 2 ab.
Dann häkle ich eine Luftmasche, lasse ein halbes Stäbchen aus und in die übernächste Masche häkle ich wieder eine Büschelmasche, eine Luftmasche, eins auslassen, eine Büschelmasche, eine Luftmasche, eins auslassen, Faden einmal durch, Faden zweimal durch und Faden dreimal durch, alle gemeinsam abmaschen, 2 bleiben auf der Nadel, die maschen wir am Ende noch ab. Und jetzt machen wir das die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald! Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig, das Ganze sieht so aus und am Ende der Reihe mache ich Folgendes. Hier häkle ich noch eine Luftmasche in das vorletzte halbe Stäbchen, kommt noch eine Büschelmasche hinein. Jetzt kommt keine Luftmasche mehr, genauso wie wir es am Anfang gemacht haben, sondern ein Stäbchen in das letzte halbe Stäbchen. Insgesamt haben sich 43 Noppen ergeben und ich wende jetzt die Arbeit, beginne wieder mit 2 Luftmaschen und häkle gleich, also die dienen nur um in die Höhe zu kommen, zählen nicht als halbes Stäbchen. Das erste halbe Stäbchen mache ich gleich in die allererste Einstichstelle, dann in die Büschelmasche 1, dann immer in den Zwischenraum 1, in jede Büschelmasche 1 und so weiter. Und es müssten sich wieder 87 halbe Stäbchen ergeben, also ohne diese 2 Luftmaschen am Anfang. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende kommt noch ein halbes Stäbchen in die Büschelmasche und ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche dieses Ersatzstäbchens aus der Vorrunde und ich habe genau wieder 87 halbe Stäbchen und diese beiden Reihen werden jetzt ständig wiederholt und zwar bis zu einer Höhe von circa 41 cm. Also wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und gleich in die nächste Masche die Büschelmasche. Dazwischen immer eine Luftmasche und das Einzige, was ihr jetzt beachten müsst oder worauf ihr achten müsst, ist, dass es immer 43 Büschelchen sind und bei der Reihe mit den halben Stäbchen immer 87 halbe Stäbchen. Also immer wieder mal kontrollieren. Es ist nämlich schnell passiert, dass man sich vertut und dann wird das Ganze schief. Und wenn ihr ungefähr 40 bis 41 cm erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ca. 41 cm hochgehäkelt. Das sind bei mir 17 solche Noppenreihen und am Ende habe ich noch eine Reihe mit halbem Stäbchen gemacht
Und jetzt häkle ich in halben Stäbchen weiter. Ich beginne immer mit 2 Luftmaschen und gleich im ersten Maschenkopf und häkle jetzt 22 cm hoch, immer in halben Stäbchen, in jeder Reihe 87 Stück, und die 2 Luftmaschen am Anfang zähle ich nicht mit. Und wenn ihr 22 cm erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 22 cm halbe Stäbchen gehäkelt. Am Ende häkle ich noch eine Luftmasche, lasse ein ungefähr 2 Meter Faden dran. Den brauchen wir später noch für die Schulternaht. Ich ziehe den Faden durch. Und ziehe ihn fest. Das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben hier insgesamt 66 Reihen habe ich gemacht, also von hier bis zum Ende. Und das ist die rechte Seite. Da, wo der Faden links hängt, ist die rechte Seite. Und ich habe darauf geachtet, dass dieser Faden auf der anderen Seite, also dass sich auf der anderen Seite hängt, sodass ich also eine gerade Anzahl an Reihen habe. Und wir sehen uns, wenn wir das Vorderteil beginnen. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich starte mit dem ersten Vorderteil. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle 43 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 43 Luftmaschen gehäkelt und häkle jetzt wieder 5 halbe Stäbchen, so genau gleich wie beim Rückenteil. Ich beginne in der dritten Luftmasche von der Nadel aus gesehen mit einem halben Stäbchen und wir müssten 41 halbe Stäbchen erhalten, also wieder ohne diese 2 Wendeluftmaschen. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 41 halbe Stäbchen gehäkelt und das Ganze ist ca. 26 cm breit. Und ich wende und mache das ganz genau gleich jetzt wie beim Rückenteil. Häkle am Anfang 2 Luftmaschen, steche gleich in die erste Masche ein und häkle jetzt 5 Reihen, immer 41 halbe Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe 5 Reihen halbe Stäbchen gemacht und jetzt häkle ich wieder die Musterreihen, ganz genau gleich wie beim Rückenteil. Ich starte mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen oder beziehungsweise für das Anfangsstäbchen, häkle gleich in die zweite Masche ein Dreierbüschelchen, eine Luftmasche, 1 auslassen und lauter Dreierbüschelchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Es ergeben sich 20 solche Noppen.
Am Ende kommt wieder das Stäbchen und wir wenden und häkeln genau gleich weiter wie beim Rückenteil. Jetzt kommt die Reihe mit den halben Stäbchen und ich mache das jetzt, bis ich wieder 41 cm habe und achte darauf, dass es genau gleich viele Reihen sind wie beim Rückenteil. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder beim Armloch angekommen und jetzt häkle ich wieder in halben Stäbchen weiter, ganz genau gleich wie beim Rückenteil. Immer 41 halbe Stäbchen sind es beim Vorderteil und ich häkle genau gleich viele Reihen wie beim Rückenteil, so einfach gerade hoch. Bei mir sind das dann insgesamt vom Anfang bis zum Ende wieder 66 Reihen. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ein Vorderteil fertig gemacht. Also genau gleich viele Reihen wie beim Rückenteil. Und ich häkle zum Abschluss noch eine Luftmasche. Lasse auch hier ein ordentliches Stück Faden dran und ziehe den Faden durch. Und ziehe ihn fest. Und jetzt brauchen wir genau dasselbe Teil noch ein zweites Mal. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ein zweites identisches Teil angefertigt und wir wenden uns jetzt dem im Tragen linken Vorderteil zu. Es ist jetzt egal, welches ihr nehmt. Dieses Teil wird jetzt das im Tragen linke Vorderteil. Und wir legen uns das quer hin und starten hier oben, stechen ganz am Rand in diese kleine Lücke, stechen wir ein, holen uns den Faden durch, machen einen Knoten hinein stechen noch einmal in dieselbe Lücke ein, holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche und dann noch ein halbes Stäbchen in dieselbe Lücke. Und ich häkle jetzt halbe Stäbchen und zwar pro Reihe ein halbes Stäbchen. Und das mache ich, bis ich zu diesen Noppen komme. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 28 halbe Stäbchen gemacht, genauso viele wie ich hier Reihen habe. Und bei den Musterreihen mache ich das folgendermaßen. Ich häkle 2 halbe Stäbchen immer in die große Lücke hinein und 1 in die Reihe mit den halben Stäbchen, 2 in die größere Lücke und 1 in die Reihe mit den halben Stäbchen. Und wir sehen uns beim Bund, wenn wir beim Bund angekommen sind, wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt
über diese Musterreihen haben sich bei mir 50 halbe Stäbchen ergeben. Wichtig ist, dass das Ganze flach wird. Nicht weder, wenn ihr zu viele macht, wälzt sich das, und wenn ihr zu wenige macht, zieht es sich zusammen. Und ich bin jetzt beim Bündchen angekommen und da häkle ich wieder pro Reihe ein halbes Stäbchen, 2, 3, 4, 5 und eventuell ganz am Schluss noch eins dazu, 6, sodass wir wirklich ganz zum Rand kommen. Und jetzt wende ich das Ganze und häkle wie vorhin auch. Ich starte immer mit 2 Luftmaschen und häkle gleich in die erste Masche mein erstes halbes Stäbchen. Und ich mache noch weitere 7 Reihen halbe Stäbchen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 8 Reihen halbe Stäbchen dran gehäkelt. Häkle am Ende noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wir sehen uns gleich im Tragen rechten Vorderteil wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das im Tragen rechte Vorderteil legen wir uns genau andersherum auf den Tisch. Also schon wieder die rechte Seite oben, die schöne Seite oben. Aber diesmal beginnen wir am unteren Rand und schlingen dort neu an. Wir beginnen also wieder in dieser Lücke, ganz am Rand, holen uns den Faden durch, machen einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen in dieselbe Lücke und dann noch ein zweites halbes Stäbchen. Ich habe ja beim anderen Vorderteil über das Bündchen drüber 6 halbe Stäbchen gemacht und schaue, dass das bei diesem zweiten Vorderteil genau gleich ist. Also 6 habe ich über das Bündchen gemacht, dann 50 über die Musterreihen drüber und dann noch einmal pro Reihe 1, also noch einmal 28, und da müssten wir wieder 84 Stäbchen, halbe Stäbchen erhalten. Es sollten, wie gesagt, gleich viele sein wie beim anderen Vorderteil. Und wir häkeln jetzt 4 Reihen halbe Stäbchen und dann machen wir die Knopflöcher hinein. Und wenn ihr 4 Reihen halbe Stäbchen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 4 Reihen halbe Stäbchen gemacht, also die halbe Breite sozusagen. Und ich habe mir markiert mit Klammern, wo ich gerne die Knopflöcher haben möchte. Das oberste Knopfloch mache ich hier, wo das Muster praktisch endet oder beginnt. Und ich habe sie ungefähr im Abstand von 10 bis 11 cm markiert, und ich habe darauf geachtet, dass dazwischen immer gleich viele Maschen sind. Unter den Klammern verbergen sich immer 2 halbe Stäbchen, die werden das Knopfloch,
Und dazwischen habe ich immer 12 halbe Stäbchen als Abstand. Und ich beginne jetzt wieder mit 2 Luftmaschen und häkle jetzt bis zur ersten Klammer halbe Stäbchen. Häkle jetzt 2 Luftmaschen, entferne die Klammer, unter der sind genau 2 halbe Stäbchen und springe, lasse diese beiden halben Stäbchen aus und häkle wieder halbe Stäbchen bis zur nächsten Klammer. Und bei mir müssten das jetzt 12 halbe Stäbchen sein. Das kann bei euch natürlich etwas anders sein. Und ich häkle wieder bis zur nächsten Klammer. Häkle 2 Luftmaschen, entferne die Klammer, lasse 2 halbe Stäbchen aus und häkle wieder dieselbe Anzahl halbe Stäbchen bis zur nächsten Klammer. Zwei Luftmaschen, 2 auslassen, und wir sind schon beim 4. Knopfloch. Wieder 2 Luftmaschen, die Klammer entfernen und den Rest häkeln wir hoch bis zum Ende der Reihe. Dann wenden wir, und wenn wir wieder beim Knopfloch angekommen sind, beim ersten, also bei diesem hier, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder beim Knopfloch angekommen und man würde annehmen, dass wir jetzt 2 halbe Stäbchen da hineinhäkeln müssen, aber wir müssen 3 hineinhäkeln. 1, 2, 3. Nur so kommen wir wieder auf die Maschenzahl, weil wir an und für sich hier wäre das erste halbe Stäbchen, das wir behäkeln müssen, aber das sieht nicht schön aus, deshalb mache ich 3 halbe Stäbchen und nehme dann den ersten freien Maschenkopf, häkle bis zum nächsten Knopfloch, häkle wieder 3 halbe Stäbchen
in das Knopfloch hinein. Und das machen wir mit allen Knopflöchern so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die Reihe zu Ende gehäkelt, bin wieder auf meiner Maschenzahl von 84 halben Stäbchen und jetzt fehlen noch 2 Reihen halbe Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt wieder 8 Reihen halbe Stäbchen gemacht. Häkle am Schluss noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Teile miteinander verbinden. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe das jetzt folgendermaßen vorbereitet. Das Rückenteil schaut mit der schönen Seite nach oben. Und das ist das Teil mit den Knopflöchern, also das im Tragen rechte Vorderteil. Und das schaut mit der schönen Seite nach unten. Und jetzt habe ich mir hier eine Markierung gemacht. Und zwar häkle ich 17 cm für die Schulternaht zusammen. 17 cm und ca. 14 cm bleiben hier offen. Und ich nehme die Häkelnadel. Ich steche ganz am Rand in die äußerste Masche ein und hinten ebenfalls, hole den Faden durch beide Teile durch und häkle zunächst eine Luftmasche, steche noch einmal durch dieselben Maschen durch, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und häkle jetzt bis zur Klammer die beiden Teile mit festen Maschen zusammen. Und wenn wir bei der Klammer angekommen sind, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 17 cm zusammengehäkelt. Es haben sich 30 feste Maschen ergeben. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt bereite ich das zweite Vorderteil noch vor und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Das zweite Vorderteil, also das ohne Knopflöcher, habe ich ebenfalls mit der schönen Seite nach unten draufgelegt. Und jetzt drehe ich mir das Ganze um. Nehme mir wieder die Häkelnadel, steche wieder ganz am Rand in die äußerste Masche ein, hole den oder hinten ebenfalls, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und gleich in dieselben Maschen eine feste Masche und häkle auch auf dieser Seite 30 feste Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe das Ganze jetzt umgedreht, sodass die schöne Seite außen ist. Und ich häkle jetzt noch den Kragen dran. Und dazu beginne ich bei dem Teil ohne Knopflöcher. Ich steche ganz am Rand ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Masche ein oder Lücke, hole den Faden durch,
häkle eine Luftmasche und dann noch ein halbes Stäbchen und dann häkle ich lauter halbe Stäbchen, auch wieder so, dass sich das Ganze nicht wellt und auch nicht zusammenzieht. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 habe ich jetzt gemacht, über diese 8 Reihen drüber. Und jetzt kommen wir zu diesem Vorderteil. Hier ist es ganz einfach. Wir häkeln in jede Masche ein halbes Stäbchen. Und bei der Naht achten wir darauf, dass wir kein Loch bekommen. Da häkle ich in die Naht sozusagen ebenfalls ein halbes Stäbchen, sodass hier kein Loch entsteht. Und das mache ich, bis ich zur anderen Seite komme. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin auf der anderen Seite angekommen und habe geachtet, dass ich auch hier 11 Stäbchen habe, 11 halbe Stäbchen, genau wie auf der anderen Seite. Und jetzt wende ich die Arbeit und häkle, so wie wir es gewohnt sind, wieder in halben Stäbchen weiter, und zwar häkle ich wieder 8 Reihen halbe Stäbchen. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 8 Reihen halbe Stäbchen für den Kragen dran gehäkelt. Häkle jetzt zum Abschluss noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und ich habe inzwischen ein paar Fäden vernäht, noch nicht alle, aber ein paar. Und zum Beispiel diese beiden hier habe ich auf dieser Seite vernäht, damit man sie später nicht sieht. Bei den anderen ist es eh klar. Also auch hier habe ich die unter dem Kragen vernäht. Und ich habe schon 4 Knöpfe vorbereitet. Die nähe ich dann auch noch an. Und dann wenden wir uns den Ärmeln zu. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe mich entschieden, die Ärmel gleich an die Jacke dran zu häkeln. Ich habe das also so. Hier ist das Rückenteil, hier ist ein Vorderteil, hier ist die Schulternaht und hier ist die Passe, und direkt an die Passe häkle ich die Ärmel dran. Ich schlinge also direkt hier, wo das Muster aufhört und die halben Stäbchen beginnen. Hier schlinge ich an, mache einen Knoten hinein,
steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle zunächst eine Luftmasche und dann ein halbes Stäbchen und häkle jetzt wieder pro Reihe ein halbes Stäbchen und wir sehen uns bei der Schulternaht, also ungefähr bei der Hälfte des Ärmels oder sogar genau bei der Hälfte des Ärmels wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Bis hierher haben sich 29 halbe Stäbchen ergeben, also eines mehr als ich Reihen habe. Das kommt, weil ich hier vor der ersten Reihe schon eines gemacht habe, also 29, aber wie gesagt, das regelt ihr euch so, dass das wieder möglichst flach wird, und wenn ihr die Ärmel weiter haben wollt, dann macht ihr mehr. Jetzt häkle ich ein halbes Stäbchen in die Naht hinein und auf der anderen Seite wieder 29, sodass wir insgesamt 59 halbe Stäbchen haben. Es muss eine ungerade Zahl sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 59 halbe Stäbchen. Auch hier habe ich das letzte noch in die Lücke hineingehäkelt. Und jetzt wende ich die Arbeit und häkle genau wie wir es hier gemacht haben beim Rücken und beim Vorderteil, häkle ich jetzt im Muster weiter. Ich starte mit 3 Luftmaschen, häkle auf die erste, also auf die nächste Masche gleich eine Büschelmasche, dann eins auslassen, dazwischen immer eine Luftmasche, das Muster kennt ihr ja jetzt schon, und ich häkle die Ärmel gerade hinunter. Das passt zu dieser Jacke, finde ich sehr gut, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Es haben sich 29 solche Dreierbüschelchen ergeben. Am Ende fehlt uns noch das Stäbchen für die Randbegrenzung, und jetzt folgt wieder eine Reihe halbe Stäbchen, so wie wir es gewohnt sind. Wieder 59 Stück. Und ich mache das jetzt ungefähr 40 cm lang. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt circa 40 cm gerade den Ärmel hinunter gehäkelt. Meine letzte Reihe im Moment ist eine Reihe mit halben Stäbchen, also immer noch 59. Und jetzt zeige ich euch 3 Varianten auf, wie ihr den Ärmel beenden könnt. Variante 1 wäre, ihr häkelt noch eine Reihe mit Noppen, so wie wir es bisher gemacht haben, und dann noch lauter halbe Stäbchen, bis der Ärmel eine Länge von ca. 47 cm hat, also insgesamt gemessen. Für die zweite und dritte Variante machen wir es folgendermaßen. Hier beginne ich mit 3 Luftmaschen, häkle auf das zweite halbe Stäbchen wie immer eine Büschelmasche, häkle eine Luftmasche und lasse jetzt 2 halbe Stäbchen aus und häkle wieder eine Büschelmasche, häkle eine Luftmasche, lasse 2 halbe Stäbchen aus
und häkle wieder eine Büschelmasche und immer 2 auslassen, eine Luftmasche und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe fertig mit der Reihe. Es geht sich nicht ganz genau aus, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Hier lassen wir jetzt einfach nur noch ein halbes Stäbchen aus, häkeln noch eine Büschelmasche hinein und am Ende noch das Begrenzungsstäbchen. Und ich habe jetzt statt 29 solcher Büschelchen nur noch 20 erhalten. Und ich wende die Arbeit, häkle jetzt eine Reihe halbe Stäbchen, so wie wir es gewohnt sind. Und zwar wieder ganz am Rand 1 auf jedes Büschelchen und 1 in jede Lücke. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Also ich habe jetzt 41 halbe Stäbchen erhalten, statt der 59, die wir vorher hatten. Und bei Variante 2 häkelt ihr jetzt einfach weiter in halben Stäbchen, immer 41, bis der Ärmel 47 cm lang ist. Und bei Variante 3 mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich wende wieder, beginne mit 2 Luftmaschen und einem halben Stäbchen gleich in die erste Masche und gleich noch einem zweiten halben Stäbchen dazu und häkle in jedes halbe Stäbchen 2 halbe Stäbchen hinein. Und auf diese Weise müssten wir 82 halbe Stäbchen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 82 halbe Stäbchen gehäkelt. Auch in das allerletzte noch 2 halbe Stäbchen. Und ich wende jetzt die Arbeit und häkle wieder in halben Stäbchen weiter, immer 82 Stück, bis der Ärmel ca. 47 cm hat. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 8 dreieinhalbe Stäbchen gehäkelt. Jetzt hat mein Ärmel die gewünschte Länge erreicht. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und ich zeige euch gleich noch, wie man den zweiten Ärmel beginnt. Wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. Der zweite Ärmel wird haargenau gleich gemacht wie der erste. Ihr legt euch wieder die Jacke mit der schönen Seite nach oben auf den Tisch und beginnt wieder hier mit den halben Stäbchen bis hierher über die ganze Passe. Und ihr solltet gleich viele halbe Stäbchen erhalten wie auf der anderen Seite. Bei mir waren es 59 halbe Stäbchen und dann funktioniert das ganz genau gleich wie beim ersten Ärmel. Und wenn ihr den gemacht habt, dann zeige ich euch noch, wie die Nähte, die noch fehlen, gemacht werden. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt beide Ärmel fertig gemacht. Ich habe sie in der Variante 3 fertig gemacht und habe das Teil umgedreht, also so, dass die linke Seite oder die weniger schöne Seite jetzt außen ist.
und habe mir markiert, wo ich die Nähte schließen will. Und hier beim zweiten Ärmel habe ich jetzt den Faden dran gelassen, den können wir gleich für die Naht verwenden. Ich steche also ganz außen ein, hole den Faden durch und ebenfalls durch diese Masche durch, häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche. Und hier empfehle ich jetzt die elastischere Variante der Naht. Ich häkle jetzt immer eine Luftmasche und eine Kettmasche, eine Luftmasche, eine Kettmasche, eine Luftmasche, eine Kettmasche und so weiter. Und das mache ich jetzt in einem durch und achtet darauf, dass ihr hier immer, dass die Büschelchen zusammenkommen und die Reihe mit den festen Maschen, und achtet auch darauf, dass die Naht, also dass ihr nicht zu viele Einstichstellen habt, sonst wird das Ganze wellig, aber auch nicht zu wenige, damit sich die Naht nicht zusammenzieht. Und das machen wir auf beiden Seiten so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die Nähte alle geschlossen, alle Fäden vernäht, und falls ihr das nicht schon gemacht habt, die Knöpfe habe ich ebenfalls angenäht. Und jetzt werde ich, damit das alles wirklich schön glatt wird, die Jacke bei 30 Grad mit einem Wollwaschmittel in der Waschmaschine waschen, im Wollwaschgang, und liegend trocknen lassen. Und dann ist unsere super schöne Herbstjacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß beim Nachhäkeln und vor allem beim Tragen dieser tollen Jacke. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.